Auf der Gamescom 2025 hatte ich die Möglichkeit, mir 30 Minuten lang von Volker Wertig höchstpersönlich die Kampagne und den bald startenden Karteneditor vorstellen zu lassen. In 2 Videos kann ich euch daher viele neue Infos mitgeben, inklusive 2 Zocker-Lounge-Livestreams mit Volker und kleinem Blick in die Zukunft. Während sich im folgenden Video dann alles um den spannenden Karteneditor dreht, geht es heute ausschließlich um die Kampagne. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Die heutigen Pagonia News werden euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, die den Siedlererben mit 22 € zum Bestpreis für euch im Angebot haben. Wenn ihr also noch unentschlossen seid, günstiger wird's definitiv nicht mehr. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier massiv. Und warum sich dieses Spiel jetzt umso mehr lohnt, verrate ich euch jetzt. Als der Nebel kam, wurde unsere Welt zerrissen. Jede Seefahrt zwischen den neu entstandenen Inseln birgt großes Risiko. Der Nebel verhüllt das Land und die dort lauernden Gefahren. Was das alles ausgelöst hat? Wir wissen es nicht. Noch nicht. Ob unsere Anführer noch am Leben sind? Wenn sie jemand finden kann, dann wir. Wir werden unsere verlorenen Stämme finden und uns allen stellen, die das verhindern wollen. Denn wir sind Pioniere. Pioneers of Pagonia wird mit seinem 1.0 Release, übrigens pünktlich zum 2-jährigen Jubiläum am 11. Dezember 2025, seine von so vielen Spielern gewünschte Story-Kampagne erhalten, welche euch mit gut 30 Stunden Inhalt dann auch lange bei Laune halten möchte. Die Kampagne, welche ihr dann übrigens auch im Shared Koop zusammen bestreiten dürft, wird in verschiedenen Schwierigkeitsgraden von sehr einfach für Spieler, die keine Herausforderung wünschen und nur die Story genießen möchten, bis hin zu sehr schwer für Oldschool-Siedlerspieler wie mich angeboten, um möglichst jeden Spielertypen abzuholen. Entweder kurz vor oder kurz nach Release werde ich natürlich auf sehr schwer mit Volker Wertig im Livestream reinzocken, zumindest haben wir das ganz lose auf der Gamescom so ausgemacht. Anders als in den letzten Pagonia News vermutet, wird die Kampagne nicht voll vertont werden. Ihr erhaltet die Konversation eurer Crew und anderen NPCs, welche ihr auf eurer Reise treffen werdet, in entsprechenden Textboxen. Alle Maps der Kampagne wurden mit dem kommenden Editor erstellt, sind also nicht prozedural generiert wie bisher, sondern alle von Hand gebaut. Storytechnisch gab es eine zunächst unbekannte Katastrophe, wodurch sich das pagonische Festland in viele Inseln zersplittert hat und sich ein düsterer Nebel über die Welt legt und zu einem Überfluss Monster beinhaltet, die für weiteres Chaos sorgen. Das lockt natürlich auch Banditen und Diebe an, die ihre Chance sehen, hier schnelles Geld zu machen. Wahrscheinlich begünstigt durch den Nebel erleidet ihr mit eurer Crew zu Beginn Schiffbruch an einer unbekannten neuen Insel und müsst neben der Reparatur eures Schiffs den Verbleib eures Kapitäns aufklären. Wem das jetzt bekannt vorkommt, ja richtig, das mit dem Wirtschaftsupdate überarbeitete Tutorial ist so oder so ähnlich der Einstieg in die Kampagne und kann schon jetzt gespielt werden. Im Laufe der Kampagne werdet ihr dann das Geheimnis hinter der Katastrophe lüften können und final sogar zu einer Lösung des Problems beitragen. Damit es nicht zu einfach wird, werdet ihr zu Beginn noch nicht über alle Gebäude verfügen, welche ihr dann erst nach und nach im Laufe der Kampagne freischaltet. Die Rede war auch von unzähligen Nebenquests, die über das bekannte Gameplay hinausgehen sollen, sowie der Möglichkeit, Dinge von einer in die nächste Mission mitnehmen zu können. Was das sein könnte, lässt sich schon ein bisschen anhand des Promomaterials ableiten, indem wir einen umgefallenen Leuchtturm und diverse Ruinen erkennen können, welche wir sicher erstmal beseitigen sollen, um hindurchzukommen und dann eventuell auch wieder aufbauen müssen. Darüber hinaus werden euch auch Bossgegner das Leben schwer machen, wie ein deutlich übergroßer Werwolf, welcher scheinbar auch von Dächern springen kann und dementsprechend mehr Aufmerksamkeit erfordert. Anders als bisher wird es für die Kampagne aus Spoilergründen keinen öffentlichen Beta-Test geben. Hingegen wird dieser closed sein, also nur mit ausgewählten Spielern unter NDA ablaufen. Ich werde euch, wie allgemein die Presse, aber trotzdem zum Release ein ausführliches Review präsentieren können und wenn ihr Bock habt, das Ding dann auch zum Release im Livestream spielen. In den kommenden Pagonia News werden wir uns dann mit dem im Oktober startenden Karteneditor auseinandersetzen, welcher, so viel kann ich schon mal sagen, richtig gut zu werden scheint.
Seid ihr also gespannt? Gerne Abo dalassen, wenn ihr mit meiner Arbeit zufrieden seid. Und bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.